Hallo zusammen. Ja, über 6 Wochen ist es jetzt her, seit wir den Grenzfluss zwischen Uruguay und Argentinien überquert haben. Wir sind am Anfang relativ zügig durch die Pampa gefahren bis Mendoza. Das war auch ziemlich eintönig, deswegen haben wir nicht wirklich Bilder davon gemacht. Es gab ewig große Felder und Landwirtschaft, aber sonst nicht wirklich viel zu sehen. In Mendoza selbst haben wir uns dann erstmal von der langen Überfahrt ausgeruht und auch unsere Ausrüstung aufgestockt, die uns gestohlen wurde, bevor es dann letzten Endes für uns wirklich losging und wir uns mit der Landschaft und dem Land selbst mehr beschäftigen konnten. Wir haben ganz unterschiedliche Landschaften kennengelernt. Also von Mendoza aus sind wir nach Norden weitergefahren. Mendoza ist eine Wüstenstadt, eine Oasenstadt. Rundherum ist hauptsächlich Wüstenlandschaft, trockene Steppenlandschaft, aber auch immer wieder kleine Oasenstädte, die wirklich schön anzusehen sind. Hier auf den unendlich langen, geraden Straßen, wo man schon sehen kann, wer in 15 Minuten vorbeikommt, durfte auch Tim mal wieder das Steuer in die Hand nehmen. Als wir dann das erste kleine Hochplateau überquerten, haben wir auch unsere ersten Guanacos getroffen. Das sind die wilden Vorgänger der gezüchteten Alpakas und Lamas. Und noch heute freuen wir uns über jede einzelne Begegnung, die wir in der Höhe mit ihnen haben. Das sind einfach wundervolle Tiere. Dabei haben wir die Guanacos nicht nur in den Nationalparks gesehen, sondern häufig auch auf Pisten wie dieser hier. Letztere waren für uns sowieso immer ein kleines Abenteuer, da wir nie so genau wussten, was uns erwartet. Kilometerlange Rötelpisten oder vielleicht ein paar Engstellen. Manchmal war die Straße unterspült. Das alles haben wir immer erst gesehen, wenn wir bereits unterwegs waren, oft stundenlang. Obwohl so eine Pistenfahrt für Mensch und Material viel anstrengender sind, haben wir das jedes Mal aufs Neue genossen, alleine in der Natur unterwegs zu sein und ganz viel für uns zu entdecken.
Obwohl Januar und Februar die heißesten Monate sind und die Temperaturen hier nördlich von Mendoza nicht selten 30, 35 Grad erreichen oder übersteigen, haben wir immer wieder versucht, natürlich zu Fuß die Gegend zu erkunden und links und rechts der Straße einfach mal zu schauen, was es so für uns zu entdecken gibt. Da die Bevölkerungsdichte in Argentinien relativ gering, die unbewohnte Fläche aber riesig ist, war es für uns selten eine Schwierigkeit, einen geeigneten Schlafplatz zu finden. Auf dem Weg nach Tinogasta machten wir auch mit dem hiesigen Wetter so unsere Erfahrungen. In der Wüste regnet es nicht häufig, aber wenn, dann kann das durchaus mal schnell zu Überschwemmungen und Überflutungen führen. Hier war es so, dass die halbe Stadt von Schlammlawinen überflutet wurde und wir nicht auf dem Campingplatz, den wir eigentlich ansteuern wollten, übernachten konnten. Wir mussten uns ein alternatives Ziel suchen, was aber eigentlich auch keine große Schwierigkeit darstellte, da wir unsere Vorräte und unser Wasser in der Stadt trotzdem auffüllen konnten. Aufgrund der Folgen der Überschwemmung blieben wir nicht wie geplant ein paar Tage in Tinogasta, sondern fuhren relativ zügig weiter in Richtung Mount Pisses. Das ist der zweithöchste Vulkan der Welt und für uns die erste richtige Höhenerfahrung. Der Weg führte uns auf über 4700 Meter und durch absolut atemberaubende Landschaften. Übrigens hat unser Ben die Höhe echt super gemeistert. Auch auf 4700 Metern ist er relativ gut gefahren, hat ziemlich wenig gequalmt und sprang auch super wieder an. Er hat sich besser geschlagen als wir die Höhe nicht so einfach vertragen haben und vielleicht ein bisschen zu optimistisch hochgefahren sind. Das nächste Mal müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit lassen, um uns an die Höhe zu gewöhnen. Höhenkrankheit braucht schließlich kein Mensch. Nach unserem Ausflug zum Mount Pisses ging es für uns weiter nach Cafayate und von dort auf der Route 68 durch den roten Cafayate Canyon. Diese erinnerte uns manchmal so ein bisschen an Marokko mit seinem roten Sandgestein und seinen grünen Flussufern, die sich zwischendurch immer mal wieder kurz zeigten. Danach sollte sich die Landschaft für uns grundsätzlich ändern. Die Wüstenlandschaft war weg und plötzlich gab es wieder Bäume, saftiges grünes Gras und weitläufige Wälder. Wir verbrachten ein bisschen Zeit in Salta, einer größeren Stadt, die uns ziemlich gut gefallen hat. Dann ging es noch mal ein Stück in den Norden, in den Nationalpark Canillegua.
Der Nationalpark ist Teil eines riesigen Dschungelsystems, welches sich von Bolivien aus in Richtung Argentinien immer weiter ausbreitet und zu großen Teilen auch unter Naturschutz steht. Mit etwas Glück konnte man hier Jaguar und Puma antreffen, das Glück blieb uns allerdings verwehrt. Nichtsdestotrotz hatten wir eine wunderschöne Zeit hier und genossen die ausgedehnten Spaziergänge und die Fahrten durch den dichten Dschungel. Wunderschönen guten Abend. Wir sind jetzt heute nach San Francisco hochgefahren. Das ist ein kleines Bergdorf im Norden Argentiniens und wir sind jetzt hier im richtigen Dschungel gelandet. Also wir standen vorgestern auf einem kostenlosen Campingplatz unten am Nationalparkeingang. Wunderschön, da sind auch einige ausgeschilderte Wanderungen durch den Dschungel und ein paar Informationen und auch einen kleinen Spaziergang durch die hiesige Mythen- und Sagenwelt konnten wir machen. Hat richtig viel Spaß gemacht. Dann haben wir beschlossen, wir fahren hier hoch. Die Road Conditions sollten einigermaßen okay sein, haben wir jetzt von Leuten gehört, die runtergefahren sind. Es hat jetzt die letzten Tage viel geregnet. Das hat das Ganze auch ein bisschen erschwert, weil nicht nur ein paar Felsbrocken irgendwo runtergekommen sind, sondern auch die Straße teilweise unterspült sein kann. Das heißt, für Fahrer und Beifahrer ist immer vollste Aufmerksamkeit gefordert. Aber wir haben es eigentlich ganz gut gemeistert, auch wenn es super anstrengend war. Es war super schön, weil wir sind eigentlich die komplette Zeit durch den Dschungel gefahren und hatten immer wieder Ausblicke, weil wir doch sehr hoch gefahren sind auf die hiesige Gegend und das ist wie aus dem Bilderbuch, also total schön. Jetzt sind wir hier oben gelandet in San Francisco. Hier ist gerade Karneval, haben wir uns vorhin auch schon ein bisschen was angeguckt. Wir bleiben heute Nacht hier, morgen gehen wir eine kleine Rundtour mit den Pferden machen. Ja, und dann schauen wir weiter. Uns gefällt es total gut. Das ist ein richtig ursprüngliches Dorf, auch wenn viel Tourismus betrieben wird. Die Leute sind super nett und ja, wir gucken jetzt einfach mal. Das Dorf San Francisco liegt in den Anden, umgeben von Bergen und Dschungel. In einer mehr als 3-stündigen Reittour konnten wir von unserem Guide viel lernen, wie das Leben früher war im Gegensatz zu heute. Generell wurde San Francisco erst 1990 an das Straßennetz angeschlossen und vorher musste alles mühsam mit den Pferden und Mulis durch den Dschungel herbeigeschafft werden. Das hat oft über 2 Tage gedauert, bis man unten im Tal war und wieder 2 Tage zurück. Heute ist das Ganze viel einfacher und San Francisco bietet vielen Touristen einen tollen Ausflugsort, ohne dabei irgendwas von seinem Charme verloren zu haben. Wenn man da jetzt den Pfeifen runterkriegen würde, würden wir bei Ben landen.
Nachdem wir aus dem Dschungel zurückkehrten, ging es für uns noch mal kurz nach Salta und von dort westwärts in die kleine Stadt Cachi. Man sagte uns, der Weg dahin sei wunderschön und das können wir bestätigen. In langen Serpentinen schlängelt sich die Straße hoch bis in die Wolkendecke hinein, um auf der anderen Seite auf einer wüstenähnlichen Umgebung wieder ein Stück abzufallen. Zwischendurch gab es einen kleinen Aussichtspunkt mit ein paar Marktständen, wo wir es uns natürlich nicht nehmen ließen, uns die Füße zu vertreten und auch mal durch die Stände zu schnuppern. So wunderschön wie die Landschaft hier oben ist, so heimtückisch kann sie auch sein. Das bisschen Grün, das hier wächst, hat nicht selten lange und fiese Stacheln, die uns und unserem Ben das Leben schwer machen. Trotzdem gefällt es uns ziemlich gut und die Stacheln, die sollten leider nicht unser einziges Problem sein. Kurz nach diesen Aufnahmen stellten wir auf der Piste zurück zur Straße fest, dass unsere Bremse nicht richtig funktionierte. Ein Rückweg nach Salta war ohne diese Bremse absolut unmöglich und so blieb uns nur der Rückweg nach Cachi, da es von hier aus kaum bergab ging. Auf dem Campingplatz dort stellten wir dann fest, dass die Rüttelpisten ihren ersten Tribut zollten und unseren Stoßdämpfer abgerissen hatten, der wiederum den Bremsschlauch durchschlagen hatte und die Bremse außer Gefecht setzte. Ersatz zu bekommen ist in Cachi natürlich nicht so einfach gewesen, beziehungsweise nicht möglich gewesen und so hieß es für uns, wir müssen nach Salta mit dem Taxi, um die Teile zu besorgen. Nachdem wir alles repariert hatten, hatten wir noch ein paar Tage in der schönen Stadt verbracht, die uns in der Zwischenzeit wirklich sehr ans Herz gewachsen ist. Um weiteren Problemen dieser Art vorzubeugen, sind wir danach nach Salta zurückgekehrt, wo unser Ben jetzt in der Werkstatt steht und eine neue Federung bekommt, die ein bisschen mehr Energie aufnehmen kann und somit ein bisschen rüttelfester wird. Wir hoffen mal, dass uns in Zukunft sowas wieder erspart bleibt.